Kate und Gerald McCann, ein in Rothley in der mittelenglischen Grafschaft Leicestershire wohnhaftes Ärztepaar, waren im April-Mai 2007 mit ihrer knapp 4-jährigen Tochter Madeleine und ihren 2-jährigen Zwillingen im Urlaub in der portugiesischen Küstenregion Algarve und wohnten im Appartement 5A in der Ferienanlage Ocean Club in Praia da Luz. Am Abend des 3. Mai 2007 aßen die Eltern mit 3 befreundeten Paaren und einer begleitenden Mutter in einem Restaurant in ihrer Ferienanlage. Die 4 Paare verbrachten den Urlaub gemeinsam und hatten alle kleine Kinder, die in den von den Familien genutzten Ferienwohnungen schliefen. Nach den Aussagen der Paare sah je ein Elternteil abwechselnd jede halbe Stunde nach Dreien der Kinder. Das 4. Paar habe ein Babyphone verwendet. Die Kinder der McCanns und eines weiteren der Paare befanden sich in benachbarten Wohnungen in einem Eckgebäude der Anlage rund 50 Meter vom Restaurant entfernt. Um 22 Uhr habe Kate McCann das Verschwinden von Madeleine bemerkt. Ein zuvor geschlossenes Apartmentfenster sei nun offen gewesen. Mit diesen Angaben informierten sie die portugiesische Polizei. Vom 3. bis 11. Mai 2007 durchsuchten hunderte Polizeibeamte, die Feuerwehr und freiwillige Helfer, die Ferienanlage und deren nähere Umgebung. Nach Angaben des regionalen Polizeidirektors begann die Suche innerhalb von 30 Minuten nach der Vermisstenmeldung der Eltern. Man habe sofort die Behörden an Flughäfen und Grenzübergängen nach Spanien alarmiert. Anfangs vermuteten die Ermittler, das Mädchen sei entführt worden, etwa für einen internationalen pädophilen Ring oder für eine kriminelle Organisation, die Kinder zur Adoption ins Ausland verkauft. Mehrere Briten wurden in Portugal vorübergehend als Verdächtige festgenommen. Die Eltern wurden als Zeugen befragt. Ein Kellner des Restaurants widersprach ihrer Angabe, sie hätten alle 30 Minuten nach den Kindern geschaut. Jane Tanner, eine Freundin der McCanns, sagte aus, sie habe am 3. Mai gegen 21:30 Uhr einen Mann gesehen, der vom Apartment kommend mit einem in Decken gehüllten Bündel, nach späterer Aussage mit einem in einen rosafarbenen Schlafanzug gekleideten Kind, davongeeilt sei. Sie beschrieb den Verdächtigen als etwa 35 bis 40 Jahre alt, hellhäutig, etwa 170 Zentimeter groß, mit kurzem, im Nacken langen Haar, der eine dunkle Jacke, dunkle Schuhe und eine beige Hose getragen habe. Erst am 24. Mai 2007, auf Druck des neu gewählten britischen Premierministers Gordon Brown, gaben die portugiesischen Ermittler ihre Beschreibung bekannt. Die McCanns hatten erwogen, die Bekanntgabe juristisch zu erzwingen. Das Ehepaar Smith sagte im Mai 2007 gegenüber Portugals Polizei aus, sie seien am Tatabend einem Mann begegnet, der gegen 22 Uhr ein Kind in Richtung Strand getragen habe. 2008 ergänzte Martin Smith, es könnte sich bei dem Mann um Gerald McCann selbst gehandelt haben. Nach seiner Aussage wurden Phantombilder erstellt, aber erst 2013 veröffentlicht. Zuvor war der Mann, den Jane Tanner gesehen hatte, als Tourist identifiziert worden, der sein eigenes Kind nach Hause getragen hatte. Am 4. Mai 2007 baten Kate und Gerald McCann im britischen Fernsehen die mutmaßlichen Entführer, ihre Tochter freizulassen und die Bevölkerung die Suche nach ihr zu unterstützen. Dieses Gesuch fand auf internationaler Ebene großes Gehör. Britische Zeitungen veröffentlichten eine Fotografie von Madeleine auf ihren Titelseiten. Auch Prominente wie Cristiano Ronaldo und David Beckham unterstützten den Appell. Diese Medienkampagne hatte John McCann, ein Onkel Madeleines, organisiert. Kurz darauf stellte Großbritanniens Regierung den McCanns den Beamten Clarence Mitchell als Medienberater und Kampagnenmanager zur Verfügung. Gerald McCann versuchte mit der Website Find Madeleine Hinweise zu sammeln und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen zu informieren. Am 11. Mai 2007, nachdem die portugiesische Polizei die Suche in Praia da Luz eingestellt hatte, setzte ein schottischer Geschäftsmann rund 1,5 Millionen Euro für Hinweise aus, die zur Auffindung Madeleines führen würden. Er ging wie die internationale Presse von einer Entführung aus. Prominente wie Wayne Rooney, David Beckham und Joanne K. Rowling erhöhten die Belohnung auf mehrere Millionen Euro.
Viele Großunternehmen hängten Madeleine McCanns Fotografie in ihren Verkaufsstellen aus. Sportler wiesen mit gelben Binden auf den Fall hin. Wegen dessen starker Medienpräsenz erhielten die Behörden tausende Hinweise, die aber zu keinen Ermittlungserfolgen führten. Trittbrettfahrer sammelten angeblich für die Suche bestimmte Spenden oder versuchten, den Eltern angebliche Hinweise auf den Verbleib Madeleines für hohe Geldsummen zu verkaufen. Am 30. Mai 2007 begann das Ehepaar McCann eine Reise durch Italien, Deutschland, die Niederlande, Spanien und Marokko, um die dortige Bevölkerung an der Suche nach ihrer Tochter zu beteiligen und um Freigabe von Urlaubsfotos in und bei der Ferienanlage Praia da Luz zu bitten, um so mögliche Verdächtige zu identifizieren. Zu Beginn nahmen sie als römische Katholiken an einer Generalaudienz beim damaligen Papst Benedikt XVI. In Rom teil. Dieser segnete die Eltern und eine Fotografie des verschwundenen Mädchens. Ab Juni 2007 stieß die internationale Suchkampagne der Eltern auch auf Kritik. Das Ausmaß dieser Bemühung sei ungewöhnlich und für Eltern entführter Kinder atypisch. Die monatelange Medienpräsenz des Falls forderte auch satirische Reaktionen heraus. Bis Ende 2007 gaben Zeugen mindestens 4-mal an, sie hätten Madeleine gesehen. Sie verwiesen auf Orte in Portugal, Malta, Marokko und Belgien. Polizeiliche Nachforschungen, teilweise mit Phantombildern, ergaben nichts. Anfang August 2007 fanden die portugiesischen Ermittler mit auf Leichengeruch trainierten Spürhunden Reste beseitigter Blutspuren in der Ferienwohnung. Daraufhin vermuteten sie, Madeleine sei am 3. Mai dort gestorben und ihre Leiche sei 2 bis 4 Stunden später aus der Wohnung entfernt worden. Bis dahin galt der Brite Robert M., der nahe der Anlage wohnte, als Hauptverdächtiger. Sein Anwesen wurde nochmals durchsucht, jedoch ergebnislos. Am 12. August erklärte die portugiesische Polizei, die Indizien für Madeleines Tod seien etwas stärker als andere Indizien. Man ermittle jedoch weiter in alle Richtungen und verdächtige die Eltern nicht. Später gab die Polizei an, sie habe in einem Leihwagen, den Kate McCann am 28. Mai 2007 gemietet hatte, weitere Blutspuren gefunden. Daraufhin wurden die Eltern am 7. und 8. September 2007 nochmals vernommen und danach zu Verdächtigen erklärt, die nach portugiesischem Recht intensiver als zuvor befragt werden dürfen. Nach einem später veröffentlichten Transkript ihres Verhörs soll Kate McCann keine der 48 an sie gerichteten Fragen beantwortet haben. Nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien am 10. September 2007 beschuldigten die McCanns die portugiesischen Ermittler, sie hätten Madeleines Mutter zu der Aussage bewegen wollen, sie habe ihre Tochter versehentlich getötet und die Leiche später in ihrem Leihwagen beseitigt. Der portugiesische Chefermittler Gonçalo Amaral dagegen kritisierte im Oktober 2007 die britischen Ermittler. Sie hätten sich die Entführungsthese der Eltern zu eigen gemacht und nur in dieser Richtung ermittelt. Dazu stützte er sich auf die unveröffentlichte Zusatzaussage von Martin Smith. Daraufhin wurde er aus seinem Amt entlassen. Sein Nachfolger Alípio Ribeiro gab sein Amt im Mai 2008 ab. Am 21. Juli 2008 stellte die portugiesische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein und stufte die McCanns wie auch Robert M. nicht mehr als Verdächtige ein. Ribeiro fand diese Entscheidung verfrüht. Am 24. Juli 2008 veröffentlichte Amaral das Buch A Verdade da Mentira, die Wahrheit der Lüge. Darin vermutete er, Madeleine sei durch einen tragischen Unfall gestorben. Ihre Eltern hätten eine Entführung vorgetäuscht und später die Leiche verschwinden lassen. Das Ehepaar McCann verklagte ihn daraufhin wegen Verleumdung und stoppte den Verkauf seines Buchs in Portugal vorläufig mit einer einstweiligen Verfügung. Im März 2008 entschuldigten sich mehrere britische Boulevardzeitungen bei der Familie McCann für Berichte, die ihnen eine Mitschuld am Verschwinden und Tod Madeleines gegeben hatten. Den Eltern wurden hohe Geldsummen als Entschädigung zugesprochen, die sie ausschließlich für die weitere Suche nach Madeleine einsetzen wollten. Am 4. August 2008 veröffentlichte Portugals Polizei einige Ermittlungsakten zu dem Fall.
Danach konnten britische Forensiker die Blutspuren im Leihwagen der Mutter nicht eindeutig Madeleine zuordnen und darum nicht als Beweis für eine Mitschuld der Eltern werten. 2009 und 2015 verboten 2 portugiesische Gerichtsinstanzen dem ehemaligen Polizeichef Amaral den Verkauf seines Buchs in Portugal und sprachen den McCanns eine Entschädigung zu. 2010 und 2016 hoben 2 Appellationsgerichte diese Verbote wieder auf, weil sie Amarals Thesen als von der Meinungsfreiheit gedeckt ansahen. Die McCanns hielten an ihrer Verleumdungsklage fest und betonten, es gehe ihnen dabei um die weitere Finanzierung der Suche. Im Februar 2017 wies das oberste Gericht Portugals ihren Schadensersatzanspruch endgültig zurück. In ihrem Aufsatz Profile of the Disappearance of Madeleine McCann 2011 stellte die US-amerikanische Fallanalytikerin Pat Brown einen Unfalltod des Mädchens und eine nachfolgende Vertuschung durch die Eltern als wahrscheinlich dar. Die McCanns ließen den Vertrieb des Buches über Amazon unterbinden. Einige Verlage, darunter Barnes & Noble, hielten den Vertrieb aufrecht. Im April 2017 behauptete Pat Brown in einem Blog, die McCanns hätten die Aussage des Ehepaars Smith verschwiegen. Das sei nur erklärlich, wenn sie am Verschwinden ihrer Tochter beteiligt gewesen seien und sei der stärkste Hinweis auf den Tod ihrer Tochter und dessen folgende Vertuschung. Einige Wochen später äußerte Pat Brown in einem Interview für eine Fernsehdokumentation über die McCanns, sie lügen und verdecken Schuld. Sie verwies auf Fälle, wo Eltern ihr Kind vernachlässigten oder missbrauchten und diese Verbrechen dann verdeckten, indem sie die Kindesleiche zu beseitigen versuchten und ihr Kind als vermisst und entführt meldeten. In der Sendung behauptete der ehemalige Polizeichef Amaral, britische Agenten und der frühere britische Premierminister Gordon Brown seien daran beteiligt gewesen, Tod und Verschwinden von Madeleine McCann zu verdecken. Ein Professor spekulierte, das Kind könne von einem Fahrzeug überrollt und dann vom Fahrer in einem der 600 Brunnen des Ferienparks versenkt worden sein. Nach der Ausstrahlung des Interviews verklagte Pat Brown den Fernsehsender. Sie habe bloß von einer Möglichkeit gesprochen, die aber als Tatsachenbehauptung dargestellt worden sei, um ihre Reputation zu zerstören. Die McCanns appellierten an die Produzenten, alle für sie verfügbaren glaubwürdigen Hinweise sofort der Polizei zu übergeben. Im Mai 2009 veröffentlichten britische Medien von Forensikexperten erstellte Bilder mit dem vermuteten aktuellen Aussehen Madeleine McCanns. Am 25. April 2012 veröffentlichte die britische Polizei erneut solche Bilder und erklärte, es gebe neue Hinweise darauf, dass Madeleine noch am Leben sei. Auch Interpol gab ein dem damaligen Alter des Mädchens angepasstes Suchbild heraus. Am 12. Mai 2011 beschloss der britische Metropolitan Police Service auf Antrag von Premierminister David Cameron eine neue Ermittlung zum Fall Madeleine, Operation Grange. Bis Juli 2013 prüfte das Expertenteam etwa 30.500 Ermittlungsakten und identifizierte anhand von 3.800 Spurenhinweisen 38 mögliche Verdächtige in 5 Staaten. Diesen Verdachtsfällen wollten die Ermittler zusammen mit den Behörden dieser Staaten nachgehen. Festnahmen seien vorläufig nicht zu erwarten. Im Oktober 2013 gab ein Zeuge an, er habe Maddie McCann vor kurzer Zeit lebend auf einer nicht näher genannten Mittelmeerinsel gesehen. Das Mädchen sei ihm dort vorgestellt worden. Am 14. Oktober 2013 präsentierte Scotland Yard in der BBC-Sendung Crime Watch neue Spuren zu dem Fall, darunter erstmals 2 Phantombilder jenes verdächtigen Mannes, die 2008 nach den Aussagen des Ehepaars Smith erstellt worden waren. Danach war es ein weißer Mann mit kurzem braunen Haar, zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Ermittler boten eine Belohnung von bis zu 20.000 Pfund Sterling für Informationen, die zu seiner Identifizierung führen würden. Daraufhin meldeten sich etwa 1.000 Zeugen. Martin Smith warf der portugiesischen Polizei vor, sie habe seine Aussage vom 3. Mai 2007 nicht ernst genommen und sei fast nur der Aussage von Jane Tanner nachgegangen. Die Fahnder präsentierten zudem Phantombilder von 2 blonden Männern,
die nach Zeugenaussagen das Apartment der McCanns am Tag vor Maddys Verschwinden beobachtet und Niederländisch oder Deutsch gesprochen haben sollen. Am 15. Oktober 2013 wurden die Phantombilder und der Zeugenaufruf in der niederländischen Fernsehsendung Opsporing Verzocht, am 16. Oktober in der deutschen Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Daraufhin nahm auch die portugiesische Polizei die Ermittlungen wieder auf und fand neue Verdächtige und Zeugen. Bis 2017 hat der Fall insgesamt 11 Millionen Pfund gekostet. 2015 erklärten die McCanns, sie glaubten weiterhin, dass ihre Tochter am Leben sei. Sie würden die Suche nach ihr intensiv fortsetzen. Im Juni 2015 führte Kate McCann eine 800 Kilometer lange Fahrradtour von Edinburgh nach London an, um Spenden für die britische Vermisstenorganisation Missing People zu sammeln. Anfang Juni 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie wegen Verdachts des Mordes gegen einen 43-jährigen Deutschen in dem Fall ermittelt. Es handele sich um einen wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraften Mann, der wegen einer Sexualstraftat und Rauschgifthandels eine längere Haftstrafe verbüßt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in deren Bezirk hatte. Medienberichten zufolge erfuhr der Verdächtige 2013 durch einen Ermittlungsfehler der Braunschweiger Polizei, dass man ihn mit dem Fall in Verbindung gebracht hatte. Er bekam eine Vorladung zur Vernehmung wegen der vermissten Sache Madeleine McCann und Personenüberprüfung des Christian B. Der Verdächtige war zwischen 1995 und 2007 regelmäßig mit einem Campingbus an der Algarve unterwegs. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch Arbeit in der Gastronomie, außerdem durch Drogenhandel, Diebstähle sowie Einbrüche in Hotels und Ferienwohnungen. Zum Zeitpunkt von Madeleines Verschwinden hielt er sich in der Region Praia da Luz auf. Es konnte nachgewiesen werden, dass er an diesem Abend einen Telefonanruf von einer portugiesischen Nummer erhielt und etwa eine halbe Stunde telefonierte. Außerdem ließ er am nächsten Tag seinen Jaguar XJR6, Baujahr 1993, auf eine andere Person ummelden. Die Polizei konzentrierte sich auf die Ermittlung des unbekannten Gesprächspartners, dessen Telefonnummer bekannt war. Angesichts des neuen Ermittlungsstandes war der Fall am 3. Juni 2020 erneut Thema in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst, in der nach Zeugen gesucht wurde. Der Tatverdächtige wird von den Strafverteidigern Johann Schwenn und Friedrich Völscher verteidigt. Im Februar 2020 veröffentlichte der TV-Sender Sat Science eine Dokumentation einer Reporterin über Christian B. Diese gibt Hinweise darauf, dass das Telefon des Verdächtigen zum Zeitpunkt des Verschwindens nur 5 Minuten entfernt in das Funknetz eingeloggt war. Im Oktober 2022 erhob die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Anklage gegen B. wegen 5 weiterer, mutmaßlich von ihm, zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangener Sexualstraftaten, 3 schwerer Vergewaltigungen und 2-fachem schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Das Landgericht Braunschweig erließ daraufhin im November 2022 einen zusätzlichen Haftbefehl, während B. in Niedersachsen eine 7-jährige Freiheitsstrafe wegen einer 2005 in Portugal begangenen Vergewaltigung verbüßte. Im Jahr 2023 erklärte sich das Landgericht in Braunschweig für nicht zuständig und zog den zusätzlichen Haftbefehl zurück. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig legte gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung ein. Der Fall Maddie bleibe jedenfalls, so das Landgericht Braunschweig, vorerst in Niedersachsen. Im Mai 2023 führten Ermittler eine 3-tägige Spurensuche nahe der Talsperre Arade durch. Zuvor hatte B. den Stausee Arade als sein kleines Paradies bezeichnet. Bei der Suche wurden Proben entnommen, die in Deutschland analysiert werden sollen. Ende Juni 2023 gab Hauptbelastungszeuge Helge B., der Scotland Yard auf B. aufmerksam gemacht hatte, erstmals ein öffentliches Interview. Helge B. erklärte, dass er Christian B. für fähig hält, mit dem Verschwinden von Madeleine McCann in Verbindung zu stehen.
Er beschrieb ihn als kriminell und verdächtig. Helge B. berichtete von seinen Begegnungen mit Christian B., die sein Misstrauen weckten, und wies auf verdächtiges Verhalten und Äußerungen hin. Helge B. äußerte seine Hoffnung, dass seine Aussagen den Fall voranbringen können, und kritisierte die langsame Reaktion der Behörden bei den ursprünglichen Ermittlungen. Madeleine McCann wurde möglicherweise von einem unbekannten Täter aus ihrer Ferienwohnung entführt. Zeugen berichten von verdächtigen Personen und die Polizei verfolgt Hinweise auf einen möglichen Einbruch. Madeleine könnte in der Wohnung versehentlich gestorben sein und ihre Eltern könnten den Tod vertuscht haben. Leichenspürhunde fanden Spuren, die diese Theorie stützen, und es gibt spekulative Behauptungen über das Verhalten der Eltern. Christian B. als Hauptverdächtiger. Der deutsche Staatsbürger Christian B. wird verdächtigt, Madeleine entführt zu haben. Er war zur Tatzeit in der Nähe und ist für kriminelle Aktivitäten bekannt. Deutsche Ermittler betrachten ihn als Hauptverdächtigen.